Ich hoffe, Christian geht es gut. Meine Frau wird mich umbringen, wenn sie das herausfindet. Meine Frau wird mich umbringen, wenn sie das herausfindet. Sie sind Herr Müller, richtig? Ja, das bin ich. Wie geht es Christian? Sie müssen sich nicht allzu große Sorgen machen. Der Junge ist in einem relativ guten Zustand. Warum liegt er dann noch im Koma? Warum liegt er dann noch im Koma? Das tut er nicht. Er ist ganz einfach nur am Schlafen. Er müsste jeden Moment aufwachen. Er ist ganz einfach nur am Schlafen. Er müsste jeden Moment aufwachen. Aber er war ohnmächtig. Er ist aufgrund der extremen Kälte des Wassers ohnmächtig geworden. Entweder das oder weil er so überrascht war und Angst hatte. Auf jeden Fall weist er keine Verletzungen am Kopf auf. Auf jeden Fall weist er keine Verletzungen am Kopf auf. Dank Gott. Ich schaue jetzt nach ihm. Sie können gerne mit hereinkommen. Sehr gerne. Wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel spricht. Christian, wie geht es dir? Eigentlich ganz okay. Wo bin ich? Im Krankenhaus. Woran erinnerst du dich? Ich erinnere mich daran, dass wir zusammen spazieren waren. Ich erinnere mich daran, dass wir zusammen spazieren waren. Wir haben den Spielplatz aufgeräumt und dann sind wir zum See gelaufen. Dort wollte ich auch aufräumen und jetzt liege ich hier. Du bist in den See eingebrochen und ohnmächtig geworden. Dann habe ich dich herausgezogen und bin mit dir sofort zur Notaufnahme. Dann habe ich dich herausgezogen und bin mit dir sofort zur Notaufnahme. Oh je, Entschuldigung, Papa. Alles gut, Christian. Hauptsache, dir geht es besser. Ihr müsstet euch eigentlich keine Sorgen machen. Geht jetzt einfach nach Hause und ruht euch aus. Das Wichtigste ist jetzt viel Schlaf, viel Tee trinken und dem Körper eine Pause gönnen. Alles klar, dann zieh dich an, Christian. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dafür bin ich da. 30 Minuten später. Das Feuer tut wirklich gut. Hoffentlich werde ich nicht richtig krank. Ich habe dir Tee gemacht. Danke, Papa. Mensch, Christian, was soll ich denn bloß deiner Mutter sagen? Mensch, Christian, was soll ich denn bloß deiner Mutter sagen? Aber Papa, du sagtest mir doch, man soll Probleme lösen, wenn man kann, auch wenn man es nicht verursacht hat. Ja, aber Christian, du solltest dich nie selber in Gefahr bringen. Ja, aber Christian, du solltest dich nie selber in Gefahr bringen. Spiele nicht den Helden, Christian, auch wenn du es gerne tun würdest. Okay, Papa, ich merke es mir. Sah es mindestens lustig aus? Was meinst du? Wie ich in den See gefallen bin, das sah bestimmt witzig aus. Wie ich in den See gefallen bin, das sah bestimmt witzig aus. Ich hätte es noch lustiger gefunden, wenn ich dich nicht hätte herausziehen müssen. Und jetzt ruh dich aus, Christian. Maria hat mir ganz oft geschrieben. Ich glaube, sie macht sich Sorgen. Ich rufe sie mal an. Hallo Maria. Warum antwortest du mir nicht, Christian? Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Entschuldigung, Maria. Ich war im Krankenhaus. Was? Warum das? Geht es dir gut?
Es geht, mir ist nur immer noch kalt. Was ist denn passiert? Ich war mit meinem Vater spazieren. Dann waren wir an dem See in der Nähe vom Spielplatz. Er war eingefroren und auf dem Eis lag Müll. Ich wollte mich darum kümmern und dann bin ich in den See eingebrochen. Ich wollte mich darum kümmern und dann bin ich in den See eingebrochen. Oje, ich komme sofort vorbei. Nein, es ist okay, Maria. Ich bin in 10 Minuten da. Was? Bis gleich. Hallo? Maria?